und herzlich willkommen zurück zu meinem Dignics 05 Review. Ich habe mir die Zeit genommen, den Dignics 05 sowohl im Training als auch im Wettkampf ausgiebig zu testen, so dass ich die meiner Meinung nach 4 wichtigsten Fragen beantworten kann. Wie spielt sich der Dignics und wie ist das Feeling? Ist der Belag seine 80 € wert und verleiht er wirklich Flügel? Für wen eignet sich der Dignics 05 und wie kann man ihn einordnen? Welchen Effekt hat dieser Belag auf den Markt und was hat sich der Butterfly dabei gedacht? Zu betonen ist natürlich, dass dieser Test rein subjektiv ist und nur meine Meinung widerspiegelt. Bevor es aber mit dem eigentlichen Test losgeht, vergesst nicht, wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, klickt auf den Subscribe-Button für weitere Videos. Viel Spaß! Beim ersten Betrachten und in die Hand nehmen fällt auf, dass die Noppenstruktur nicht ganz so stark erkennbar ist wie bei den Tenergis. Die 2,1 mm Version wiegt zwischen 94 und 96 Gramm und die 1,9 mm Version zwischen 89 und 91 Gramm. Ich habe jeweils 2 dünne Schichten für beide Seiten aufgeklebt und beim Erstkontakt merkt man, dass der Schläger insgesamt um einiges leichter als mit Tenergis ist. Das wird sicherlich einige Spieler freuen. Man kann sich auch der Neugier der anderen Spieler gewiss sein, denn insbesondere bei den jungen Spielern ist dieser Preis eine ziemlich harte Nuss. Beim Kontern merkt man schon ein sehr direktes Spielgefühl, aber wenig Eigenheitspool. Das wird Block- und Konterspielern entgegenkommen. Ansonsten gibt es beim Blocken keine besonderen Auffälligkeiten. Topspin ist schon sehr viel anders als beim Tenergy 05. Der Dignics hat eine sehr flache Ballkurve und ist dem Tenergy Hard sehr ähnlich. Durch den eher wenig vorhandenen Katapult kamen meine Topspins eher maximal auf Tischmitte. Ich habe einen verhältnismäßig kurzen Armzug und richtig Power auf den Ball zu übertragen, fiel mir deshalb eher schwer. Mag sein, dass ein Profi mit guter Technik und langem, schnellem Armzug und direktem Balltreffpunkt mehr aus dem Dignics rausholen kann. Für mich und wahrscheinlich viele andere Amateure wird es wohl nicht zutreffen. Zum Thema langsame, aber dafür rotationsreiche Topspins werde ich etwas später im Spielfootage Stellung beziehen. Freunde von eher langsamen Topspins sollten sich aber nicht zu früh freuen. Das Blockverhalten war für mich eher unkonstant, denn kleinste Veränderungen im Winkel wirkten sich schon sehr stark auf den Ball aus. Ich würde behaupten, der Dignics ist alles andere als fehlerverzeihen. Frühes Blocken und etwas Gegenspin führte eher zum Erfolg als reines Passivblocken. Aufschlag-Rückschlag war aufgrund des geringen Eigenkatapults etwas einfacher als zum Beispiel beim Tenergy 05 und ähnlich dem Hard. Ich bin aber wirklich kein Spezialist von kurz, weshalb ich lieber über einen Flip oder einen aggressiven langen Schuss ins Spiel komme. Auf dieser Ebene war ich dann aber doch eher enttäuscht, denn der typische Rückhandflip oder Banane wollte mir mit dem Dignics eher nicht gelingen, da die Ballkontaktzeit sehr gering ist und man nur schwer über die kurze Bewegung einen Bogen übernutzt. Freunde des harten, trockenen und aggressiven Flips werden da sicherlich mehr Freude haben. Diese Spieler siegle ich aber eher im semi- bis professionellen Bereich an, da diese schnell genug sind, um den perfekten Balltreffpunkt zu schaffen. Dignics erscheint für mich eher als kein Belag für Freizeit- und Amateurspieler an. Obwohl auch damit geworben wird, dass der Dignics Schwächen des Amateurspielers ausmerzt bzw. Stärken optimiert. Wer hätte das gedacht? Marketing, bla bla bla. Kommen wir also zu einem kurzen Live-Test mit einigen Spielszenen aus der Verbandsliga. Schnelle und härtere Flips funktionieren gut am höchsten Punkt. Frühes und hartes Nachsetzen über dem Tisch. Bei einigen Schlägen aus der Halbdistanz hatte ich das Gefühl, den Schläger recht weit aufmachen zu müssen. Dieser Topspin wurde recht spät geblockt
und der Spin hat sich trotzdem voll ausgewirkt. Ein früher tischnaher Schuss durch die recht harte Schwamm-Gummi-Kombination sind sehr gut möglich. Hier ziehe ich einen langsamen, aber eigentlich im Normalfall sehr rotationsreichen Topspin. Mit dem Dicknix waren diese aber in den meisten Situationen sehr ungefährlich. Viele Bälle, die ich weit oben und dünn traf, fielen mir runter, auch in späteren Spielen. Kurz, funktioniert ziemlich gut. Bei diesen Blocks gehe ich etwas mehr dagegen, spiele ihn aktiver. Darüber lässt sich der Ball definitiv besser kontrollieren. Halbdistanz-Topspins haben funktioniert, wenn ich frühzeitig am Ball war und eigentlich perfekt dazu stand. Für wen eignet sich der Dicknix also? Naja, für Butterfly-Enthusiasten, aber sonst, der Dicknix spielt sich für mich wie ein modifizierter Tenergy Hard Belag und letzten Endes nur ein Marketing-Coup für Butterfly. Wie in meinem vorherigen Video schon erwähnt, sie sorgen für Schlagzeilen, einen Hype und auch kurzfristig einen Umsatzplus. Mittelfristig wird sich der Tenergy besser verkaufen, denn er erscheint jetzt mit seinen 57 € auf einmal als sehr, sehr günstig. Profis wie Timo Boll und Co. werben für diesen Belag und sind dann doch nur Marionetten ihrer Hersteller. Butterfly mausert sich immer mehr zur Marke der besser verdienenden und Profis, die für ihre Belege sowieso nicht bezahlen müssen. So wird Tischtennis in der Breite nicht mehr wachsen und Butterfly versucht wohl durch höhere Preise mehr Marge pro Belag zu erzielen. Bei gleichbleibenden oder sinkenden Absatzzahlen. Sehr, sehr schade. Ich habe dieses Video gemacht, um euch 100%ig unabhängig darauf aufmerksam zu machen, dass ihr diesen Marketing-Bullshit nicht mitmachen müsst. Andere große Tischtennis-Channels auf YouTube machen für mich nur halbgare Reviews und fast jeder Belag kommt gut weg. Ich glaube, sie haben auch Deals mit den Herstellern am Laufen, weshalb sie nur bedingt diese Produkte kritisieren können. Deswegen ist langfristig ein Belag für mich, der 80 € kostet und nur eine Iteration eines anderen Belags darstellt und dafür 40% teurer ist, reine Verarsche. Meine Empfehlung lautet also, schaut euch auf dem Markt um, es gibt definitiv andere brauchbare Belege. Ich persönlich wechsle meine Belege lieber häufiger und habe dann aber jedes Mal das Gefühl von neuer Griffigkeit. Wenn es denn unbedingt ein Butterfly sein muss, dann lieber den 05 oder eben Hard und mit dem Rest des Geldes Trainerstunden nehmen. Andererseits hätte man damit auch definitiv das gemacht, was Butterfly erreichen wollte. Auch wenn der Dicknix eine solch lange Haltbarkeit und Griffigkeit besitzen soll, er ist ein Gebrauchsgegenstand und ich habe es schon nach 2 Tagen geschafft, mir an der oberen Kante den Belag so weit zu ruinieren, dass man ihn vermutlich bei offiziellen Verbandsveranstaltungen nicht nutzen kann. 80 € AD. Leute, vielen Dank fürs Reinschalten und dass ihr es bis zum Ende geschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder uns eure Erfahrungen mitteilen wollt, falls ihr schon einen Dicknix 05 habt oder vorhabt zu kaufen, sagt mir gerne in den Kommentaren oder auf Instagram Bescheid. Ich werde auf alle Fragen eingehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Noch ein kleiner Nachtrag von meiner Seite. Es geht mir hier überhaupt nicht darum, die Marke Butterfly an sich schlecht zu machen. Ich spiele die Butterfly-Hölzer seit 15 Jahren und meiner Meinung nach stellt Butterfly mit die besten Hölzer her. Der Dicknix ist für mich einfach nur ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Ich glaube, ihr könnt das weitaus besser und das seid ihr euren Fans auch wirklich schuldig.